Hallo und herzlich willkommen zu den Future Hamburg Talks. Mein Name ist Marilena Behrens und ich begrüße heute ganz herzlich als meinen Gast Salah Faridi von Plug and Play. Herzlich willkommen. Danke, moin. Ja, Plug and Play ist in Hamburg und ist eine sogenannte Open Innovation Plattform. Was kann ich mir darunter vorstellen? Also das Konzept Open Innovation geht darauf zurück, dass man das Unternehmen im Innovationsprozess sich quasi öffnen und dann externe Innovationen reinlassen. Das heißt, mit Startups zusammenarbeiten, mit Universitäten etc. Und wir sind halt nicht der klassische VC, also Venture Capital Investor, sondern mittlerweile haben wir uns dahin entwickelt, dass wir auch für Corporates eben Services anbieten, um in dieses Startup-Ökosystem reinzukommen, mit Startups zusammenzuarbeiten, die Innovationsstrategien zu revidieren, bis hin dazu, dass wir wirklich ganze Innovation Labs für die operaten. Man merkt, du bist auf jeden Fall international aufgestellt. Plug and Play, der Name ist auch aus dem Englischen, eigentlich steht das so, glaube ich, für anschließen und loslegen oder losspielen. Kommt das Konzept aus Hamburg oder hat das seine Ursprünge woanders, in den USA oder in Großbritannien? Ja, also tatsächlich sind wir aus den USA, also wir haben die Wurzeln im Silicon Valley. Wir haben auch eigentlich ganz traditionelle Wurzeln. Also wir sind Familienunternehmen, inhabergeführtes Familienunternehmen. Und unser Gründer und CEO hat angefangen mit sehr traditionellen Geschäften, also im Wassergeschäft, Immobiliengeschäft und ist eigentlich dadurch sehr zufällig in diese Startup-Szene reingerutscht, als er sein erstes Gebäude an Larry Page und Sergey Brin vermietet hat, an die Gründer von Google und auch PayPal und Co. und somit dann langsam reingerutscht ist. Und da kommen unsere Wurzeln her. Und wie kann ich mir so euer Tagesbusiness vorstellen? Wie arbeitet ihr? Wie verbindet ihr Startups, sodass sie dann eben Innovationen hervorbringen können? Sehr, sehr agil. Also wir sind mittlerweile, ich glaube, fast 700 Mitarbeiter weltweit in 50 Locations. Und jede Location ist anders. Also jede Location ist wirklich so, hat ihre eigene Identität, ihren eigenen Purpose. Es gibt welche, die haben Acceleratorenprogramme. Dafür arbeiten wir mit Startups zusammen in einem 6-monatigen Programm und versuchen denen zu helfen, mit Corporates Pilotprojekte zu starten. Es gibt Locations, wo wir uns komplett aufs Investment fokussieren. Das heißt, wo unsere Ventures Associates und Ventures Analysts eigentlich nur nach potenziellen Investments schauen. Und dann gibt es auch Locations, wo wir eben zum Beispiel in Schleswig-Holstein mit dem Government zusammenarbeiten, wo wir versuchen, das lokale Startup-Ökosystem eben diesen internationalen Landing-Pad zu geben. Und ihr habt jetzt kürzlich den sogenannten H2 Startup Accelerator gestartet. An wen richtet sich dieses Angebot? Welche Menschen, Startups können sich da bewerben? Gibt es da bestimmte Kriterien, die sie ausfüllen müssen? Tatsächlich sind wir gerade sehr offen. Also wir sind, das Programm richtet sich vor allem an Corporates, die in Richtung Wasserstoff sich bewegen wollen und danach streben, eben mit anderen Corporates zusammenzuarbeiten, also zu kollaborieren. Wir nennen das so eine Multiplayer-Collaboration-Plattform, wo dann eben halt verschiedene Industrieteilnehmer zusammenkommen und mal über Standards sprechen, über gemeinsame Projekte sprechen, weil es ist ja sehr kapitalintensiv auch und zeitintensiv. Und sich dann eben zusammentun. Und dann sprechen wir natürlich auch Startups an, weil die kommen und beschleunigen das ganze Thema mit ihren Ideen, mit ihren Konzepten und bringen dann halt natürlich ein ganz anderes Know-how mit rein. Und ihr habt Hamburg als Standort gewählt. Gibt es dafür einen bestimmten Grund? Eignet sich Hamburg besonders gut, um Startups hervorzubringen und sie international bekannt zu machen bzw. erfolgreich zu machen? Ich persönlich bin ein bisschen parteiisch, weil es ist meine Heimatstadt. Meine auch. Also deswegen, ich bin sehr glücklich, dass wir jetzt hier sind. Wir hatten das ursprünglich ausgesucht, weil das Ziel von Plug and Play ist, wirklich in den europäischen Großstädten zu expandieren und überall einen Zugangsort zu haben zu diesem Open Innovation Ecosystem. Das heißt, wenn du halt in Hamburg bist, haben wir damals angefangen mit dem Thema Supply Chain, weil das war das naheliegendste Thema. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel morgen einen Partner haben, der an die Tür klopft und sagt, hey, wir sind hier einer der größten Retailer, wir möchten im Bereich Retail mit euch zusammenarbeiten, dann bietet das Hamburger Büro quasi die Tür zum gesamten Ökosystem weltweit, zum gesamten internationalen Startup-Ökosystem, das wir bearbeiten und aber auch zum Corporate-Ökosystem. Genau. Und Hamburg mit Wasserstoff, das ging auch sehr Hand in Hand, muss ich sagen.
Und es gibt auch einige Startups aus Hamburg, oder aus der Metropolregion Hamburg, die an euren Programmen teilnehmen. Und zwar der Future Hamburg Award Gewinner, das Startup Breeze Technologies. Die haben gewonnen, dass sie im Headquarter in Silicon Valley an dem Programm teilnehmen können. Was denkst du, was hat das Startup davon? Was kann es von diesem Programm mitnehmen? Ja, super gute Frage. Ich glaube, für Startups ist es mal wichtig, rauszukommen aus ihrem eigenen Ökosystem, mal zu schauen. Ich glaube, das Silicon Valley und auch vor allem das chinesische Startup-Ökosystem, das sind so zwei sehr bedeutende Startup-Ökosysteme weltweit, weil dort extrem viel in kürzester Zeit realisiert wird und auch sehr viel, auch vor allem im Silicon Valley auf der Kapitalseite. Und es ist wichtig, einmal von der Perspektive das zu betrachten, dass dieses Startup nicht weniger wert ist als die Startups im Silicon Valley, nur weil es ein europäisches Startup ist, weil wir das immer sehr viel sehen. Das ist einmal so vom Mindset her, einmal zu verstehen, wie geht das Fundraising, wie stellen sich die Startups auf, wie verkaufen sie sich, wie wachsen sie. Der Connect zu den anderen Teilnehmern, es ist Silicon, sind sehr connected mit sehr vielen anderen VCs dort und eben halt die Verbindung zu machen zu den anderen Investoren, aber auch lokal einfach, wir haben dort ein Gebäude, das ist das ehemalige Philips Semiconductor Headquarter. Und da sitzen über 500 Firmen und davon sind, ich glaube, 480 sind Startups. Ja, und in diesem Ökosystem zu sein, eben jede Woche ein Event zu haben, jede Woche haben wir Pitch and Pizza Fridays, wo dann halt die Investoren zusammenkommen, bietet, glaube ich, sehr viel Wert für die Startups, einfach mal reinzugehen und ein bisschen Energie mitzunehmen und hier umzusetzen. Das klingt auf jeden Fall nach viel spannendem Input und Möglichkeiten, Netzwerke zu knüpfen, die Sie dann vielleicht auch wieder mit zurück nach Hamburg bringen. Mich würde jetzt zum Abschluss nochmal interessieren, wo siehst du die Zukunft? Einerseits von Plug and Play, aber auch von Hamburg, von Innovation. Was glaubst du, was hat am meisten Potenzial für die nächsten 5 bis 10 Jahre vielleicht? Ja. Oder auch weitergedacht, wenn du magst. Also Potenzial, ich glaube, vom Marktsegment ist es relativ klar, alles was Sustainability angeht, also was Nachhaltigkeit angeht, also es ist unglaublich wichtig. Wir investieren viel mehr, wir schauen mehr in die Richtung, unsere Partner, unsere Startups, ist eine sehr natürliche Entwicklung. Du kannst natürlich auch auf Trends gucken, wie Web3, Metaverse und Co. Da sind wir aber sehr geduldig noch, muss ich sagen. Und ansonsten, wenn es um Plug-and-Plays-Reise an sich geht, wir haben uns ja vom klassischen Investor in diese Plattform quasi entwickelt. Und wir sehen uns da auch noch uns weiterentwickeln. Also wir gehen mehr in die Richtung, dass wir noch weiter expandieren wollen. Wir brauchen gar nicht so viele große Büros, sondern auch viele kleine Büros helfen schon. Wir wollen helfen, diese gesamten Ökosysteme, die wir schaffen, miteinander zu verbinden, um eben auch außerhalb des quasi komfortablen Bereichs mal rauszuschauen, außerhalb der Komfortzone zu sein und unsere Services natürlich anzupassen. Weil wir merken auch, die Corporates, vor allem auf der Seite, das VC-Geschäft ist einfach, wir investieren in Startups, aber auf der Corporate-Seite ist der Anspruch mittlerweile anders. Es geht mehr darum, mehr in den Corporates mitzusitzen, mehr eine Beraterfunktion einzunehmen, mehr in Pilotprojekte involviert zu sein, Pilotprojekte zu implementieren, in Richtung Venture Building zu gehen. All das ist momentan gefragt und da stellen wir uns entsprechend gerade auf. Wow, das klingt auf jeden Fall, als hättet ihr eine sehr, sehr spannende Reise vor euch und als sei da noch ganz, ganz viel zu tun und zu machen und zu entdecken vor allem. In dein Tagesgeschäft würde ich auf jeden Fall gerne mal reinschauen, Salah. Für heute sind wir aber, würde ich sagen, wahrscheinlich am Ende, auch wenn wir uns wahrscheinlich noch lange über dieses Thema unterhalten können. Ich danke dir sehr für das Gespräch und wünsche noch einen schönen Tag. Danke, vielen Dank für die Einladung. Auch an euch natürlich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal bei den Future Hamburg Talks dabei seid. Bis zum nächsten Mal.